Spielerrate 2 pro Jahr und dass die actually bleiben 0 pro Jahr. Du bist der dreckige Rede. Das gehört, glaube ich, zu den Dingen, die man sich so einfach nicht wirklich vorstellen kann. Aber es spielen tatsächlich jedes Jahr unfassbar viele Leute neu Flive. Die machen auch unfassbar viel Werbung für dieses Spiel. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sie... Unrecht hat er nicht. Ich bin einer der 2. So. Ich weiß nicht, wie viele Leute sie über Social Media mit ihrer Werbung erreichen. Aber sie haben unfassbar viele Werbedinger. Also ich wette, es sind pro Monat 6-stellig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass davon sehr viele Leute actually draufklicken und actually anfangen zu spielen, ist, denke ich, ziemlich hoch. Natürlich, die meisten werden nicht bleiben. Also die, wie sagt man, Verwertungsrate von einem, der auf den Link klickt, bis zu, dass er tatsächlich länger als 2 Wochen spielt, ist wahrscheinlich niedrig, wahrscheinlich unter 10%. Aber trotzdem sind es unfassbar viele Leute. Nur weil sie nicht jeden Tag hier in den Stream kommen, und außerdem kommen sie fast jeden Tag, also es ist fast jeden Tag hier jemand, der neu anfängt oder wieder anfängt. Also es sind schon verdammt viele Leute. Und die meisten kommen nicht in meinen Stream. Ergo sind es noch viel mehr. Also selbst ich kriege nur einen Bruchteil der Leute mit, die wieder neu anfangen oder überhaupt anfangen. Und das dürften schon verdammt viele Leute sein. Insgesamt. Ach, gönn dir, Kolumbina. Passt schon. Hey, ich wollte kein Orikalkum. Alles gut. Ich meine, Glückwunsch. Aufs Jahr gerechnet etliche Tausende. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar davon tatsächlich zu langfristigen Spielern werden, ist, denke ich, schon hoch. Also bis zu 10%, würde ich sagen. Also gut, wenn du es so siehst, ist es ziemlich wenig, wenn du 10.000 Leute hast und davon nicht mal 1.000. Aber eigentlich ist das schon viel. Weil es ja wie bei jeder Werbung. Die meisten Leute sehen es, klicken gar nicht drauf und selbst die Leute, die draufklicken und die es halbwegs interessant finden, naja, gucken sich es vielleicht an und sehen dann, naja, wird mir wahrscheinlich doch nicht gefallen und dann sind sie auch wieder weg. Also ich denke nicht, dass du da mit einer... Also ich denke, die meisten Werbungen sind so, dass du Millionen von Leute erreichst und nur ein winziger Bruchteil davon am Ende des Tages tatsächlich ein neuer Kunde wird. Das ist, denke ich, ganz normal. Und wenn du das bei Flive auch so überträgst, diese Logik, und das wird 1000%ig so sein, dass, Die sehen, welche Leute dieses Spiel streamen und dann hören sie mit dem Game auf him. So. Und, that's it. Also nur weil die Leute nicht jeden Tag zu dir kommen, und das würde ja auch keinen Sinn ergeben, warum sollten sie zu irgendeinem x-beliebigen Spieler kommen? Wenn, dann kommen sie in irgendeinen Livestream oder so. Und ja, das sind schon viele Leute. Aufs Jahr gerechnet kommen hier, ich sag mindestens 150 Leute in den Stream. Und sagen, dass sie neu angefangen haben oder wieder angefangen haben. Und das sind in der Regel Deutsche, sagen wir 130 Deutsche und 20 Nicht-Deutsche. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du das noch auf die ganze Welt ausbreitest, dann sind es Minimum 10-mal so viele. Das ist schon sehr viel. Und auch das ist nur eine Schätzung, es könnten noch viel mehr sein. Beim FEC zum Beispiel. Gut, beim FEC sind es überwiegend Rückkehrer, die wahrscheinlich irgendwann schon mal gespielt haben. Aber trotzdem, das zählt ja auch. Wenn jemand zurückkommt, ist das vielleicht technisch gesehen kein komplett neuer Spieler. Aber bei vielen Leuten schon, weil dieses Jahr haben viele Leute angefangen, die noch nie Flive Universe gespielt haben. Also ist ja eigentlich schon so. Du hast recht. Deshalb macht Flive Universe und Flive PC so kranken Profit him. Also für das Game, objektiv betrachtet, ist das ziemlich kranker Profit, ja. Muss man definieren, was bleiben bedeutet? Denn sagen wir, wenn die bis 60 Leveln zählen, wie ist mal als neuer Spieler? Ach so. Also es zählt nur, wenn jemand bis 60 spielt. Also dass das Spiel anfängt, tatsächlich spielt, das zählt nicht, oder was? Also ein neuer Spieler ist ein neuer Spieler. Warum muss er ein gewisses Level erreichen, um zu zählen? Ist doch egal, welches Level er erreicht. Also ich würde sagen, wie viel er spielt oder wie lange er spielt, desto mehr zählt. Flive-Spieler beim Einkaufen. Hallo, lohnen sich die Käsebrötchen? Und sollte ich gleich 4 Stick davon kaufen oder lohnt es sich mehr, wenn ich heute 2 kaufe und morgen nochmal 2? So. Also ich würde eher sagen, eine gewisse Zeit in das Spiel zu stecken, würde wenn dann zählen.
welches Level man in dieser Zeit erreicht, ist ja eigentlich Schwachsinn. Vor allem jemand, der noch nie gespielt hat, wird sicherlich nicht besonders schnell Level 60 erreichen. Aber wenn er dann 100 Stunden gespielt hat, ist es doch mehr wert, als wenn er schnell Level 60 Ab 8 erreicht. Stück gibt es pro Käsebrötchen 2 Cent Rabatt. Also ich persönlich würde sagen, eine gewisse Zeit wäre der größere Faktor. Vor allem Anfänger, wie gesagt, der braucht ja für alles. Für Level 15 brauche ich selbst so 2 Stunden circa mit einem komplett neuen Char auf einem neuen Server. Ohne Hilfe etc. Bis zu 2 Stunden locker. Ein Anfänger braucht dafür wahrscheinlich im Worst Case 5 plus oder noch mehr. Wenn der ohne Skills levelt, ohne AM-Buffs, ohne Party, das kann sich ewig ziehen. Aber das macht ihn ja nicht weniger wert, nur weil er nicht schnell Level 60 erreicht. Das heutige Video wird euch präsentiert von Eneba.com. Eneba.com ist ein Marktplatz für günstige Videospiele, Software, Giftcards und vieles mehr. Eine riesige Auswahl wird euch geboten. Ihr findet hier zum Beispiel aktuell 47.000 Spiele, 14.000 DLCs, 13.000 verschiedene E-Giftcards und viele weitere Online-Abonnements, Direktaufladungen, Handyaufladungen, Spielpunkte und andere Online-Bezahlformen. Also worauf wartet ihr? Wenn ihr euch zum Beispiel das neue GTA 6 holen wollt und da richtig fett sparen wollt, klickt auf den Link in der Videobeschreibung und besucht heute noch eneba.com. Lange Rede, kurzer Sinn, es fangen verdammt viele Leute dieses Spiel an. Und die meisten unterschätzen das gewaltig. Weil wenn du nicht diesen permanenten Strom von neuen Leuten hättest, weil nach der Logik, für die Leute, die mal sagen, es fängt keiner neu an, dann wäre das Spiel auch schon lange tot, weil es hören ja jeden Tag Leute auf. Gestern zum Beispiel hatten wir wieder jemanden, der angeblich seinen Account gelöscht hat. Dann müssten es ja permanent weniger Leute werden. Und das seit 4 Jahren. Dann wären wir doch schon längst tot. Also das Spiel. Ingame, Twitch, Ingame. Dann müsste das Spiel doch schon längst offline sein. Nach der Logik. Wenn jeden Tag, sagen wir, einer aufhören würde. Mindestens. Oder halt auch 10. Je nachdem, wenn wieder ein Skandal kommt, irgendein Skandal und es hören auf einen Schlag 10 Leute auf, dann müssten wir Spieler bluten bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Vor allem beim FEC haben wir immer Peak und es sind wieder mehr Spieler als jemals zuvor. Nein, denn es gleicht sich immer aus. Die Leute, die aufgehört haben, fangen wieder an und im selben Atemzug hört einer auf. Das ist ein ewiger Teufelskreis. Ja, aber dann werden es ja nicht weniger Spieler. Und du brauchst trotzdem einen Grundumsatz von neuen Spielern, um das aufrechtzuerhalten. Sonst würde es zwangsläufig eher weniger werden. Wenn es immer nur die gleichen Leute wären, müssten es trotzdem langfristig immer weniger werden. Und das ist ja anscheinend nicht der Fall. Wie gesagt, dieser FEC ist ja das Paradebeispiel. Wie viele Leute dieses Jahr gespielt haben, war ja wirklich geisteskrank. Zum Serverstart. Jenseits von Gut und Böse, wie viele Leute da gespielt haben.